Hallo meine Lieben, heute backen wir eine wirklich leckere Giotto-Torte. Wenn ihr Haselnüsse mögt, dann müsst ihr die unbedingt probieren. Fangen wir gleich an. Für den Tortenboden brauchen wir 6 zimmerwarme Eier und 150 Gramm Zucker. Ich nehme heute einfach meine Mom, die lasse ich für mich arbeiten. Die Zutaten tut ihr in die Rührschüssel und lässt sie richtig cremig schlagen. Ihr könnt natürlich das auch mit eurem Handrührer machen, ist überhaupt kein Problem. Die Eizuckermasse wird jetzt kräftig geschlagen. Sie muss sehr cremig sein. Und wenn das soweit ist, kommen ein paar Tropfen Orangenaroma, eine Prise Salz, 80 Gramm weiche Butter und 50 Gramm Haselnüsse dazu. Und zuletzt siebt ihr noch ca. 150 Gramm Mehl und ein Päckchen Backpulver dazu und verrührt es wieder. In der Zwischenzeit legen wir einen Tortenboden mit 26 Zentimetern mit Backpapier aus und rühren den Teig nochmal mit dem Handbesen, damit die ganzen Nüsse sich verteilen, und füllen das in unsere Backform. Am besten klopft ihr mit der Form noch ein paar Mal auf den Tisch, damit keine Luftblasen im Teig bleiben. Wundert euch nachher nicht, dass mein Tortenboden etwas dunkler geworden ist. Mein Backofen ist kaputt. Aber es ist okay. Hat sehr gut geschmeckt. Für unsere Dekoration brauchen wir nachher etwas Schokolade. Deshalb nehmen wir einen großen Topf, füllen es halb voll mit Wasser und stellen einen kleineren drauf und lassen unsere Kuvertüre schmelzen. Und anschließend nehmen wir ein Backpapier und gießen die Schokolade, so wie wir das haben möchten, dann auf das Backpapier und stellen es kalt. Für die Cremefüllung werden 4 Päckchen Giotto gemahlen. Ich habe meinen Zerkleinerer genommen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr einen Tiefkühlbeutel nehmen und mit der Teigrolle darauf klopfen, so werden sie auch zerdrückt. Wir füllen 600 Milliliter kalte Sahne wieder in die Schüssel, aber achtet darauf, dass eure Sahne wirklich kalt ist, sonst wird sie nicht richtig steif. Dann nehmen wir 3 Esslöffel Zucker, 3 Päckchen Sahne steif dazu und schlagen die Sahne, bis es richtig steif ist. Hieraus nehmen wir uns jetzt 3 Esslöffel Sahne in eine Schüssel auf die Seite, die brauchen wir nachher zum Dekorieren. Jetzt geben wir der Sahne noch 3 Esslöffel gemahlene Haselnüsse dazu, fügen unsere gehackten Giottos mit rein, verrühren es, decken beide Schüsseln mit Folie ab und stellen es kalt. Wie ich schon am Anfang erwähnt habe, ist mein Tortenboden etwas dunkler geworden. Den schneiden wir jetzt durch die Hälfte durch und legen einen Teil auf eine drehbare Platte und bestreichen ihn jetzt mit der kalten Cremefüllung. Wir verteilen es schön gleichmäßig, dass auch überall was drankommt und die Torte hinterher auch exakt aussieht.
Wenn wir alles glatt gestrichen haben, legen wir einen Tortenring um die Torte und setzen die zweite Platte darauf und füllen wieder die Creme hinein und verarbeiten alles gleichmäßig. So, jetzt nehmen wir den Ring wieder ab und bestreichen die Seiten und den oberen Rand mit der Sahne, das wir dafür auf die Seite gelegt hatten. Mit Hilfe einer halben Zitrone dekorieren wir nun die Seiten mit etwas Haselnusskrokant oder ihr könnt auch gehackte Haselnüsse nehmen. Mit der Zitrone klappt es wunderbar. Solltet ihr auch ausprobieren, wenn ihr es noch nicht kennt. So, meine Lieben, jetzt dürfen wir auch etwas kreativ sein. Dafür legen wir unsere kleinen Kunstwerke schön verteilt auf den Kuchen. Und anschließend nehmen wir ein Päckchen Gietto und verteilen die und drücken sie etwas an. Dann korrigieren wir ein bisschen so die Seiten. Und zum Schluss nehmen wir ein bisschen Kakao und sieben es ganz leicht drüber. So, endlich ist es soweit. Unsere Torte ist fertig. Sie sieht doch hübsch aus. Jetzt probieren wir sie mal. So, nachdem ich fertig war, habe ich mir noch einen Kaffee gemacht, damit ich meine Torte probieren kann. Ich muss euch sagen, geschmacklich ist sie wirklich wahnsinnig lecker. Und das Aussehen, das müsst ihr dann beurteilen. Bis bald, eure Deria. Lasst es euch schmecken.